Ja, es geht weiter mit dem gleichen Zug, einem neuen Fahrplan und einer neuen Zeit, wie man sieht. Und zwar fahren wir heute von Reichenbach im Vogtland nach Zwickau, Sachsen Hauptbahnhof oder nach Glauchau oder nach Chemnitz. Mal schauen, wie viel Lust ich habe. Wir fahren jedenfalls heute mal wieder den Regionalexpress, der von Nürnberg kommt, über Hof gefahren ist, mit Halt in Hersbruck rechts der Pegnitz, ein Neuhaus an der Pegnitz, Kirchenlaibach, Marktredwitz, Hof Hauptbahnhof und Plauenvogtland, Oberer Bahnhof, genauso wie Reichenbach, Vogtland, Oberer Bahnhof, wo wir jetzt stehen. Wir rüsten natürlich wieder unseren Zug auf, so wie es sich gehört, im PTP2. SIFA. Und warten auf den Abfahrtspfiff. Unsere Abfahrtszeit 18:15 Uhr. Es ist 18:13 Uhr und 35 Sekunden. Stellen wir noch die GNT ein, damit wir ein bisschen schneller fahren dürfen. Geschwindigkeit Neigetechnik heißt GNT, habe ich glaube ich hin und wieder mal erwähnt. So, die Sonne ist gerade am Untergehen, die Bahnsteigsbeleuchtung ist schon angegangen, genauso wie die Bahnhofsbeleuchtung. Der Bahnhof leuchtet schön von Reichenbach. Und wir stehen hier mit unseren 612ern und warten, 612ern, ja doch, sind zwei. Und warten auf die Abfahrt Richtung Dresden Hauptbahnhof. Normalerweise öffnet sich das Fenster, normalerweise ist ja das Fenster vom 612er nicht zum Schieben, sondern eigentlich zum, ja, Auf- und Zuklappen, aber okay. Halt nicht alles detailgetreu, ne? Ist immer in vielen Simulatoren so. So, wir haben Abfahrt, die Türen sind geschlossen. Müssen wir noch warten, bis er hier Druck aufgebaut hat. Das ist halt hier im PTP2 so, da macht es das nicht auf 5 Bar, sondern auf 6 Bar. Ich glaube, das ist auch wieder so ein kleiner Fehler. Wir müssen ja jetzt halt hier das Hydraulikgetriebe nicht gerade überlasten, deswegen fahre ich mal mit Schaltstufe 4 an. Unser KS-Signal sagt HP1, das heißt, wir haben SIFA. Fahrt. Unser Fahrweg ist frei und gestellt. So, da das Wechselblinken jetzt aufgehört hat, wie ich schon oft erwähnt habe, in PTP2 kann man sich vom Wechselblinken nicht befreien. Jetzt auch unsere 65 km/h, die wir fahren. SIFA. 63 beschleunigt. Und da vorne geht dann gleich auf die 130. Oder bei dem einen Teil sollte wohl halt bei Rangierfahrt stehen. So, jetzt geht's auf die 130. Unsere Ankunftszeit in Zwickau, Sachsen Hauptbahnhof ist 18:30 Uhr.
Das ist jetzt mal eine Aufgabe, die ich nicht selber gebaut habe, sondern gedownloadet habe. Wir haben die Nummer RE3461. Also Nummer 3461. Wir sind der Zug 3461. Dann wissen wir, wie wir uns beim Fahrdienstleiter melden müssen. Müssen wir ja immer beim Startbahnhof, nachdem wir aufgerüstet haben, also nachdem der Zug abgestellt wurde, der Zug dann hinrangiert wurde, wir als Triebfahrzeugführer in den Zug einsteigen, ihn aufrüsten. Das war jetzt hier eigentlich unnötig, weil eigentlich das Reichenbach-Vogtland nur ein Zwischenhalt ist. Müssen wir dann sagen, und der 3461 fertig. Oder bereit. Ne, ich glaube, der 3461 fertig gemeldet. Also die Fertigmeldung. Dann weiß der Fahrdienstleiter, okay, der TF ist drauf, der TF ist startbereit zum Fahren. Wir können aufziehen. Ansonsten, wenn er keine Bereitmeldung, also keine Fertigmeldung macht, nach dem Aufrüsten, dann, ja. Dann weiß der Fahrdienstleiter ja nicht, ob der Zug jetzt schon vorne besetzt ist oder nicht. So lange schon den Fahrweg eingestellt haben, der Fahrdienstleiter, ohne dass irgendein Triebfahrzeugfahrer da drauf sitzt und planmäßig abfährt. Ist schon ein bisschen blöd, ne? Schon weil dann der Fahrdienstleiter ja den Fahrweg für den Zug eingerichtet hat und dann kein anderer Zug ausfahren kann, wenn es zum Beispiel jetzt wie bei Hof ist oder hier bei Reichenbach. Der Fahrdienstleiter stellt jetzt für den Zug, okay, ich glaube für Reichenbach ist die BZ in Leipzig zuständig, aber das sind ja auch Fahrdienstleiter in der BZ, Betriebszentrale. Und wenn er jetzt den Fahrweg stellt, für den von Reichenbach, Gleis 3 sind wir glaube ich abgefahren, vorzieht nach Zwickau. So, dann ist unser Fahrweg eingestellt. Wenn es aber auf Gleis 1 dann 5 Minuten später eine Vogtlandbahn Richtung Zwickau abfahren würde und hier zum Beispiel dieser Zug wäre noch nicht besetzt und hat sich noch nicht bereit gemeldet, also es gäbe diese Bereitmeldung nicht, dann wäre hier schon mal die ganze Zeit eine Art Streckensperrung. Der Desiro soll die Vogtlandbahn darstellen, die hier gerade 9 Mark hält. Das passt ja auch, obwohl hier eigentlich von der Vogtlandbahn RS1 fahren. Scharfenbergkupplung, also so wie unser 612er das auch hat. Aber die Vogtlandbahn hat ja auch noch Desiros. Das ist ja das Betriebswerk von der Vogtlandbahn, wo auch die Alex ER20 repariert werden, hin und wieder mal. Gibt es immer eine schöne Loküberführung von Hof nach Neumark.
dieses Gefälle ist gerade eben. Oh, die Geistlinger Steige. Die Geistlinger Steige, die können wir hier im PTP2 auch mal abfahren. Oh ja, das wird hart. Dann auch noch mit Nize 1. 70 km/h rauf, 70 km/h runter, aber herunter, da ist es eine ganz schöne Bremserei, du. Ganz schöne Bremserei. So, da vorne wird mir eine 50 auf den Streckenmonitor angezeigt. Und da blinkt auch schon mein KS2. SIFA. Ich erinnere mich noch daran, wo ich ohne Kommentare, also kein Let's Play, sondern einfach den Regionalexpress nach, na komm, schon auf 50. Regionalexpress von Hof übernommen habe und dann runter nach Nürnberg gepaust bin. So, da ist die Geschwindigkeitsüberschreitung, ja. Laut diesem Monitor da oben 53 km/h, wir sollten auf 50 entschleunigen. Es ist halt immer so eine Sache, ob man PTP2 auch mit den Fahrzeugen umgehen kann. Das ist eine Fliege bei dem Teil. Normalerweise ist die Bremse im Kombihebel auch die E-Bremse. Ja, das war ja ein Geschwindigkeitssignal. Vorsignal ist wieder cooler. Oder war das ein Vorsignal? Ich weiß nicht. So, jetzt fahren wir ein bisschen zu langsam für unseren Fahrplan, weil es ist schon 25 und 30 in Zwickau stehen und wir sind jetzt erst in Werdau. Das Gleisdreieck hier, das wir nämlich gerade passieren, das ist in Werdau. Da hinten ist dann der Werdauer Bahnhof. Da hinten irgendwo. Hier. Gleisdreieck Werdau. Bei Werdau. Ich kenne mich hier in Sachsen schon länger aus. Wir sind erst auf dem Steingleis, das ist schon... Ja, dauert noch eine Weile. Da vorne ist aber wieder unsere Geschwindigkeitsanzeige und ab da dürfen wir dann wieder auf 130 beschleunigen. Aber wir müssen uns ja auch an den Fahrplan halten, das heißt, ich schaue hier nochmal auf den Fahrplan, steht da 130, das steht unter 30, okay. Hier steht sogar, wie das Dreieck heißt, also das Dreieck heißt Abzweig Bogendreieck. Das ist das Bogendreieck, okay. Das wusste ich nicht, ich wusste nur, dass das Dreieck bei Werdau liegt. Und jetzt beschleunigen wir nochmal auf die 130, bevor wir dann in Zwickau Sachsen Hauptbahnhof einfahren. Zwickau Sachsen ist, glaube ich, die viertgrößte Stadt von Sachsen. Ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig. Jedenfalls ist es die größte Stadt mit Z. Zwickau.
2 Minuten. Dann kommt Lichtental und dann kommt schon Zwickau. Das kriegen wir eigentlich hin. Da blinkt auch noch nicht, wenn man dann von 140 auf 141 kommt, blinkt auch noch nicht das Lämpchen. So, jetzt müssen wir auf 130 beschleunigen. Jetzt müssen wir eigentlich ziemlich beschleunigen. Hier fährt eine Mittel los, zur linken Seite. Ich will jetzt von diesem wunderschönen Blinken maximal hier ablenken. Zwickau. 2,7. Countdown läuft. In Zwickau, Sachsen Hauptbahnhof fahren wir ein mit. Das kriegen wir von der Zeit nicht mehr hin. Genau jetzt ist 30, genau jetzt müssen wir eigentlich im Bahnhof einfahren und zum Stehen kommen. Riesenverschubbahnhof hier. So, jetzt. Ja, das ist witzig. Das zeigt HP2. Trotzdem dürfen wir hier mit voller Geschwindigkeit einfahren, wie man sieht. Aber wir haben ja hier im Fahrplan stehen Einfahrtsgeschwindigkeit 40. Dann fahren wir hier auch schön mit 40 ein. Wäre eigentlich wieder Abfahrt. Doch, wir kommen 31 erst an. Das macht ja nur was bei den Punkten aus, ich meine. Mir ist es egal. Ob eine Minute zu spät im Simulator oder eine Minute zu früh. Ich hab's auch mal geschafft, zu früh anzukommen. So. Jetzt rechnet einfach eine Minute zurück. Genau dann 30 sollten wir ankommen, also 30 und 30 Sekunden. Was kommt denn da ein? Oh, das sieht mir aus wie eine Garnitur. 612. Dreifach gekuppelt. Ein Dreifach gekuppelt. Wie sich das anhört. Na, eine Dreier-Traktion. 612. 1, 2, 3. Dreifach gekuppelt, klar. Die haben auch nur eine Scharfenberg-Kupplung. Passt aber nicht ganz im Bahnhof, ne? Oh, wir dürfen abfahren. Machen wir es ganz brav. Fahren wir 32,30 ab, dann haben wir genau eine Minute hier am Bahnhof gehalten. So, HP2, da das uns HP2 anzeigt. Und hier in Zwickau, Sachsen, ich das Let's Play noch nicht beendet habe, heißt es auf gut Deutsch, wir fahren weiter bis Glauchau. Wenn ihr Glück habt, fahren wir sogar bis Chemnitz.
jetzt noch mal auf die 130. Und noch sowieso schon Verspätung. Wir sollen dann wieder in Glauchau 39 stehen. Also wo war ich genau? Zwickau ist noch nicht von der BZ besetzt, sondern ist noch... Also von der BZ besetzt ist halt noch nicht von der BZ ferngesteuert, sondern noch eigenständig. Eigenständige Fahrdienstleiter. Also eigentlich nach... Ja, es gibt einmal den Regionalexpress nach... Ja, nicht nach... Siefer. Ich weiß nicht wohin. Irgendwie, genau. Einen gibt es, der fährt Richtung Altenburg und der andere gibt es, der fährt Richtung Zwickau-Glauchau. Getrennt werden sie beide. Also da gibt es auch noch einen anderen mit Altenburg, mit einer Altenburger. Ich weiß jetzt nicht welchen. Ups, ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell hier. Darf nicht sein. Okay, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Jetzt haben wir 10 km/h verloren. Die werden hier getrimmt. Leider gibt es noch nicht das Streckenadd-on Weimar-Jena. Das wäre schön. Also fahren wir von Erfurt nach Weimar mit einem 612er. Dann geht es da die Brücke hoch. Rüber nach Jena. Kommt die Jena West, die Jena Göschwitz. Das ist doch mal ein Bild, ja, das sieht man nicht mehr alle Tage, schon hier nicht mehr auf der Strecke. Sagt mir jetzt eine Entschleunigung an. Entschleunigung auf 25 Kilometer. So. Weiter, es ist schon 37. Jetzt sind es wieder die 40. Achso, ich muss nur in Mosel mit 20 durchfahren. Ansonsten jetzt kommt ein Vorort von Glauchau, also Vorhalt, und danach kommt Glauchau, Sachsen. An uns vorbei ist gerade die Regionalbahn Richtung Zwickau, Sachsen Hauptbahnhof von Dresden gefahren. Dahin, wo wir wollen. Von da kam die. Halt eher vom Glauchau. Wie gesagt, 2 Minuten Verspätung. Ich weiß nicht, was ihr schätzt. Ist ja hier kein Livestream. Aber ich werde hier nicht Punkt 39 ankommen und Abfahrt ist 49.
an, ne? Also der Zug neigt sich so. Wir haben natürlich auch noch die Geschwindigkeit Neigetechnik an. Das heißt, wir sind ein bisschen schneller als andere Züge, wie zum Beispiel die Regionalbahn, die gerade mit einem 67er vorbeigefahren ist und mit einer 143er hinten dran. Mit der wir sind ein bisschen schneller als die, weil wir ja Geschwindigkeit Neigetechnik anhaben. So, der nächste halt Glauchau, Sachsen, Hauptbahnhof. Ne, Quatsch, ist ja kein Hauptbahnhof, ist ja Glauchau, Sachsen. Genauso wie Plauenoberer Bahnhof. Trotzdem haben wir Plauenoberer Bahnhof damals ICEs gehalten. Eigentlich ist wir jetzt schon abfahren. Ich sag, wie gesagt, 2 Minuten Verspätung haben wir. Bestimmt. In der Realität hatte ich mit dem 612er eigentlich bisher... Ja, also die Verspätung war okay. Ich kam auch schon mal 5 Minuten zu früh in den Bahnhof ein mit dem 612, also so ist es nicht, ne? Na ja, okay, ist nicht ein bisschen... Ja, muss man halt vorlaufen. Aha, hier ist ein Error. Der hat jetzt bestimmt nichts zur Simulation zu sagen. Und Abfahrt. So, warten, bis es hier auf 6,0 bar ist. Wie gesagt, das ist ein bisschen unrealistisch, weil normalerweise ist es ja bei 5,0 bar schon gelöst. Und... Nein, warum mache ich immer diesen Fehler? Ich schalte immer auf bis zur 8. Fahrstufe. Das ist ein Hydraulikgetriebe, das mag das nicht so. Das kann das nicht so leiden. Deswegen Fahrstufe 4 passt. Ist die Hälfte von 8. So, 42 ab. Okay, 2 Minuten Verspätung lag ich doch in der Schätzung gar nicht so schlecht. Das werden wir alles in Chemnitz aufholen, aber davor kommt ja noch ein Halt. Davor kommt noch ein Halt. Und zwar ist das Hohenstein-Ernstthal. In Glauchau haben wir eine Wow. Eine Geschwindigkeit von 160 km/h können wir jetzt erreichen. Das 4 Kilometer andauert, dann müssen wir die Geschwindigkeit senken auf 110 und dann geht es, glaube ich, wieder hoch auf 160. Jawohl. Dann wieder runter auf 130 und dann kommt schon Hohenstein-Ernstthal. Oh. Hier steht ein Güterzug. Auch schön. Jetzt habt ihr bloß die Lok nicht gesehen. Ich glaube, es war ein 52er. Ich glaube, ich weiß es nicht. Es kann auch ein 89er gewesen sein. Also 189er. Nicht die 2... Nein. Die 152. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, eine Dampflok für PTP2. Nein, das ist die 152er gewesen. Nicht die 52er, die Dampflok. So, jetzt geht's hoch auf die 160. Wir sind noch nicht mal bei 130.
Jetzt sind wir auf 130, jetzt noch 30 km/h. Jetzt dürfen wir gleich mit 160 hier lang brausen. Richtung Dresden hoch. Wie ihr gesehen habt, da ich jetzt immer noch nicht die Aufnahme beendet habe und immer noch rede, fahren wir jetzt halt bis, ja, ich würde sagen bis Chemnitz und dann beende ich dort das Let's Play. Hat total Spaß gemacht, war eine schöne kleine Fahrt. Eine schöne große Tour. Durch Sachsen, durchs Vogtland. Ich meine, durchs Vogtland sind wir. Ja. Es gibt auch einen ersten Teil eines Regionalen Express, also das hier ist jetzt der Teil 2 der Strecke auf Dresden, also der Strecke auf Chemnitz. Vielleicht fahre ich ja irgendwann nochmal hier in dieser Aufgabe nach, von Chemnitz nach Dresden hoch. Das ist auch nicht so weit. Dann kommt noch Niederweser, dann kommt schon Flöhr. Danach kommt Öderan, Freiberg, Sachsen, Tarant. Da geht's aber richtig, da geht's richtig hoch und wieder runter. Also von Freiberg Sachsen nach Tarant ist richtig klasse mit einem 612er zu fahren, schon weil der da kaum, der schleppt sich da hoch wie bei der Frankenwaldrampe, der Doppelfolge. Aber das kriegt man schon hin. Da darf man halt nicht so stark abbremsen. Die kann man glaube ich auch schön Güterbetrieb fahren. Vielleicht fahren wir hier auch mit dem Güterzug runter von Dresden. Freitag runter nach Zwickau oder so. So, jetzt kommen wir bald zu unserem nächsten Halt. Der ist noch 6,5 Kilometer von uns entfernt. So weit ist der ja gar nicht mehr. Und dann entschleunigen wir wieder, weil dann kommt unser nächster Halt, Hohenstein-Ernstthal. Können wir die 160 getrost vergessen. So, 1847 in Hohenstein-Ernstthal um 48. Ja, klasse. Das kriegen wir wieder nicht hin. Eigentlich nicht mehr weiter, sind wir eigentlich kurz vor den Toren von Chemnitz. Nee, dann kommt noch grüner. Kommt so mal wieder auf, dann haben wir wenigstens die 1 Minute Verspätung weg. Chemnitz haben wir sowieso 2 Minuten Aufenthalt. Vielleicht versuchen sie es ja nochmal. Es wird ja wieder Neigetechnik. Ich habe gehört, es wird wieder Neigetechnik in die CTD eingebaut. Das heißt, vielleicht könnte ja die Deutsche Bahn, DB Fernverkehr, es ja nochmal versuchen hier mit der Weißwurst, mit diesen Weißwurst. Wäre schon schön, wenn es hier dann wieder Fernverkehr gäbe. Dass
einmal in Dresden einsteigen und sagen, so, ich fahre jetzt durch. Nächster Halt, Hohenstein-Ernstthal. Ich besuche jetzt mal, wer weiß was, in Chemnitz. Ich kann ja durchfahren. Nächster Halt ist ja erst Bayern, Sachsen. Im ICE war das. Wenn sich viele fragen, die haben PTP2, haben aber überhaupt keine Aufgabe hier. Deswegen finde ich die eigentlich richtig schön, weil man da endlich mal bis Dresden hochfahren kann. Haben aber überhaupt keine Aufgabe, wo man von Dresden mit einer ICE nach Chemnitz fahren kann, sondern nur von Chemnitz runter nach Plauen. Das ist normal, das habe ich auch. Deswegen finde ich schön, dass es hier den RE hoch nach Dresden gibt. So, das ist ja fast schon... Das ist doch schon richtig fahrgastgerecht gehalten. So, 50 ab. Eigentlich sollten wir 48 ab. Verdammt, wir haben immer noch die 2 Minuten drauf. Fahren wir halt mal auf der Stufe 8 ab. So. Wie man sieht, in Grüner halten wir nicht. Und dann kommt erst Chemnitz. Dann kommt Chemnitz Sigma, Chemnitz Schönau, Chemnitz Mitte, Chemnitz Süd und Chemnitz Hauptbahnhof. Ankunft planmäßig 19:01, Abfahrt planmäßig 19:02, also keine 2 Minuten Aufenthalt. Halt! So. Bleib hier, du lieber Fahrplan, weil ohne Fahrplan darf ein Zug nicht fahren. SIFA. Ja, wie schon gesagt, in Chemnitz endet seine Tour, also dann habe ich keine Lust mehr. Weil es dauert dann immer so lang, das Zeug zu rendern, oh Mann. Das glaubt ihr nicht. Das ist wirklich das Einzige, was richtig lange dauert. Viele denken ja, oh, es ist TS2014, es dauert richtig lang zu rendern. Pustekuchen ist TS2014 dagegen. Hallo? Das hier braucht viel länger. Es hat beim Aufnehmen eine viel höhere Gigabyte-Zahl an AVI. Also, die AVI-Dateien sind viel größer als bei TS2014 oder anderen Spielen. TS2014 ist nichts dagegen gegen PTP2. PTP2 ist schon richtig Gigabyte fressend hier, wenn ich das aufnehme. Deswegen sage ich dann, da habe ich keine Lust mehr. Wollt ihr jetzt mal sehen, wie unser Zug sich so in die Kurve neigt? Neigetechnik eingeschaltet. Zack, das habt ihr gesehen. Zurück. Gucken, wann die nächste Kurve kommt. Jetzt. Und wieder rein. Raus. Ich muss hier keine Zwangsbremsen provozieren, ne? Das Teil neigt sich hier auf der Strecke, also hier ist die Neigetechnik nicht wirklich schlecht. Wer weiß, vielleicht fahren wir mal eine Runde ICE-TD. Hier auf der Strecke.
Das sind hier sogar 15er. Jedenfalls glaube ich hatte das mal nachgelesen. Ich finde den Artikel nicht mehr. Da stand irgendwo wirklich BR415. Was ist BR415? Fragen sich bestimmt viele. Das ist der ICET 5-teilig. Baureihe 415. ICET 7-teilig, also so wie viele ihn kennen, wie er auch oft fährt. Aber selbst ich habe in Erfurt zwei, glaube ich, 5-teilige ICEs mit angekuppelt, gefilmt. Das sind die 415er und die 411er sind die 7-teiligen. Kann man ja immer mal wieder nachzählen, wenn man T sieht. IC3 müsst ihr nicht nachzählen, sieht man eigentlich meist 8-teilig, es sei denn, man ist mal so blöd gewesen und das Vorsignal und hat das Bordbistro rausgenommen, weil das Bordbistro, das ist wirklich scheiße beim IC3. Also ich mag's nicht. Ich find's nicht schön. So. Auf die 100. Ich freue mich schon auf die Pfingstdampftage. Ah, das wird was. Es ist ja schon in 2 Wochen. Das ist das Schöne. So. Mal gucken, dürfen wir jetzt auf 160 beschleunigen. Da steht zwar nichts drin, doch da steht 160, 160, 100. Das passt also. Von der Zeit her passt es auch noch. Wir sind jetzt in Chemnitz und müssen in Chemnitz Hauptbahnhof in uns eins sein. Chemnitz Hauptbahnhof kommt nach Chemnitz Süd. Jetzt kommt erstmal Chemnitz Schönau. Danach kommt Chemnitz Mitte und dann kommt Chemnitz Süd. Und dann kommt unser Halt Chemnitz Hauptbahnhof. Siefer. Siefer. Chemnitz Mitte. Chemnitz Süd. Kommt gleich. Sehr gut in der Zeit. Chemnitz Süd kommt nicht gleich. Das Leistungsfeld von Chemnitz Hauptbahnhof. Dann kommt Chemnitz Hauptbahnhof. Danach wären unsere halt noch gewesen Niederweser, Flöha, Oederan, Freiberg, Sachsen und Tarant und dann kommt Dresden.
Nächster Halt, Chemnitz. Also das sind auch Ansagen drin, aber irgendwie verstehe ich die nicht. Also ich nicht. Naja. Jawohl, mit 60 in Chemnitz Hauptbahnhof ein. Und im Ebola steht nichts von. Das müssen wir aber ein bisschen flott machen hier. Jetzt ist schon 90. Verdammt. Das Witzige ist, da steht doch was drin. Hahaha. So, jetzt kriegen wir bestimmt wieder unsere 2 Minuten hier. So, wir haben HP1. Geht's der steil hoch. Sag mal, was ist denn Chemnitz für ein Hauptbahnhof? Chemnitz erreicht. Müsste ich mal nachfragen für Leute, die immer nach Chemnitz fahren. Man kennt halt bestimmte Triebfahrzeugführer, ne? Die könnte man halt immer fragen, ob das wirklich so ist. Ach, guck mal, das sind noch alte 612er. Da ist die erste Klasse noch hier mit, wo jetzt heutzutage hier die Kinderspielecke ist. Meine Damen und Herren, am Gleis 13. Da ist 13. Ja, willkommen in Chemnitz Hauptbahnhof. Okay. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalbahn, Dresden okay. Hauptbahnhof. Regionalbahn Dresden. Meine Damen und Herren, am Gleis 13. Schon wieder Abfahrt. Ihr Egal. Zug fährt jetzt ab. Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.